Um die Vision von General Motors von einer emissionsfreien, rein elektrischen Zukunft zu unterstützen, wird Buick 2024 sein erstes Elektrofahrzeug für Nordamerika auf den Markt bringen. Alles, was man dazu wissen muss, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Bis Ende des Jahrzehnts wolle man zur reinen Elektromarke werden, unter einem neuen Logo und Produktfamilie, welche den Wandel hin zur Elektromobilität entsprechend signalisiert. Die künftigen Elektrofahrzeuge von Buick werden den Namen Electra tragen, der an die Geschichte der Marke anknüpft. Electra also, auf diesen Namen hört das bereits im Oktober 2020 vorgestellte rein elektrische Konzeptfahrzeug von Buick, welches einen ersten Ausblick auf die elektrische Zukunft der Marke ermöglicht hat. Der elektrische Crossover wird auf der neuen dedizierten Elektroauto-Plattform von General Motors aufbauen. Wie nun bekannt wurde, soll der Name Electra nicht nur für ein einzelnes Modell stehen, sondern eine ganze Modellreihe unter sich vereinen. Nach dem neuen Markenzeichen wird die überarbeitete Markenidentität von Buick auch eine neue Typografie, eine aktualisierte Farbpalette und einen neuen Marketingansatz umfassen. Buick wird in den nächsten 12 bis 16 Monaten seinen physischen und digitalen Auftritt aktualisieren. Das eigene Buick-Emblem erfährt in diesem Zusammenhang ebenfalls ein Update. Das Emblem ist nicht mehr kreisförmig, sondern weist ein schlankes, horizontal ausgerichtetes Layout auf, das auf dem wiedererkennbaren Dreischild von Buick aufbaut. Der Wildcat wurde entwickelt, um eine völlig neue Designsprache zu vermitteln, die die Buick-Produktionsmodelle für die absehbare Zukunft beeinflussen wird. Das neue Tri-Shield-Logo von Buick, das prominent auf der Vorder- und Rückseite der Karosserie angebracht ist, symbolisiert die Designtransformation und neue Serienmodelle werden es ab dem nächsten Jahr tragen. Das Wildcat EV-Konzept führt auch ein neues, ausdrucksstarkes Gesicht für Buick ein, das sich durch eine kühne, nach vorne geneigte Frontpartie auszeichnet, die einen niedrig montierten, trapezförmigen Kühlergrill aufweist. Scharfe, hoch angebrachte und horizontale häkchenförmige Beleuchtung flankiert das Fahrzeug, während die Außenkanten des Kühlergrills die Primärbeleuchtung beherbergen. Die Beleuchtungselemente sind so konfiguriert, dass sie eine einzigartige Begrüßungschoreografie erzeugen, wenn sich der Fahrer nähert. Darüber hinaus strahlt das Fahrzeug ein 2+2 Coupé eine kraftvolle, ausdrucksstarke Präsenz aus mit einer völlig neuen, entspannten Proportion, die durch eine niedrige, breite Haltung ergänzt wird. Die Windschutzscheibe umschließt und fließt in das Seitenglas, das sich mit der schnellen Dachlinie dramatisch verjüngt, um das aggressive Profil zu betonen. Besondere Design-Highlights am Exterieur sind markante Halbschwingtüren für einfachen Ein- und Ausstieg, einzigartige Aluminiumverkleidung, die scheinbar nahtlos in die inneren Sitzstrukturen übergeht, Micro-LED-Lichttechnik und dünnstrahlende Projektorlinsen für die Frontbeleuchtung, Rücklichter im Blade-Stil, die in die Segelverkleidungen des Dach eingebettet sind und in horizontalen Lampen im Häkchenstil gipfeln, die die vordere Beleuchtungssignatur widerspiegeln. Eine externe Ladezustandsanzeige, die in der äußeren Heckklappe sichtbar ist. Vom Jet Age inspirierte Turbinenräder mit 18 Speichen. Der Innenraum des Wildcat ist natürlich überproportional futuristisch, dennoch könnten es einige Details auch in die Serie schaffen. Wie zum Beispiel das langgestreckte Infotainment-Display, das nahtlos in das Instrument übergeht. Oder aber auch das absolut hammermäßige Lenkrad. Ansonsten muss man wohl erstmal abwarten, was daraus wird. 2 Jahre nach dem Electra-Konzept erblickt die nächste Evolutionsstufe das Licht der Welt. Electra X heißt die neue Version des Konzepts, mit der aufgezeigt wird, wo die Marke hin will. Bis 2025 sollen auf dem chinesischen Markt 5 Elektromodelle angeboten werden. Ob genau dieses Konzept eines davon sein wird, ist jedoch unklar. Sollten Serienmodelle an den Start gehen, dürften diese aber mindestens das eine oder andere Merkmal des Electra X mitbringen. Über die technischen Daten verrät der Hersteller noch nichts. Lediglich die GM Ultium-Batterie und Motorenplattform wird als Basis angegeben, ohne dabei ins Detail zu gehen. Da war man beim 2020 gezeigten Electra ohne X noch etwas konkreter. Das Fahrassistenzpaket GM Super Cruise soll an Bord sein. Als Fahrzeugschlüssel dient das Smartphone. Der 30 Zoll große Cockpit-Screen verfügt über eine 6K-Auflösung sowie 5G-Vernetzung und das Auto soll Warnhinweise in die Umgebung projizieren können. Was jedenfalls zu erkennen ist, das Design von Exterieur und Cockpit ist schon wesentlich realistischer als beim 2020 präsentierten Erstaufschlag. Das spacige Design ist beim 2020er Buick Electra aber durchaus Absicht, denn das Auto soll bewusst an das Weltall erinnern. Als Inspiration für den Look dient gar eine Raumkapsel. Die Innenraumgestaltung soll ein Gefühl von Schwerelosigkeit vermitteln. Gleich 4 Schmetterlingstüren gewähren den Passagieren Einlass. Auf ausladenden 23 Zoll Rädern schweben diese rein elektrisch angetrieben dem Horizont entgegen.
wobei Schweben die Leistung des Electra ein wenig verniedlicht. 2 Motoren, einer je Achse, sorgen für einen hypothetischen Output von insgesamt 435 kW, das sind 590 PS. Noch hypothetischer ist die Sprintzeit von 4,3 Sekunden bis Tempo 100. Als Energiespeicher möchte Buick eine sogenannte Ultium-Batterie einsetzen. Die neuartige Konstruktion soll die Drähte innerhalb des Akkus um bis zu 90% reduzieren und für eine Reichweite von 660 Kilometern sorgen. Ja, natürlich sind das alles noch Konzepte, dennoch kann man schon die Richtung erahnen, in die Buick da gehen will. Wie gefallen euch die bisher gezeigten Buick Elektroautos? Sagt es mir gerne in den Kommentaren. Schaut auch gerne auf meinem Instagram vorbei, Link dazu ist in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.